Hi ihr Lieben, für die Trennung zur Fahrerkabine habe ich mir noch Vorhänge genäht und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Für die Vorhänge habe ich mir so Yacht- und Caravan-Druckknöpfe gekauft. Die schraubt man in die Decke und kann somit den Vorhang dort befestigen. Für den Vorhang habe ich mir eine Papiervorlage gebastelt, die die Form der Fahrerkabine hat. Da messe ich mir noch, wie weit der Vorhang runtergeht. Für den Stoff habe ich mir einen ausgesucht, der farblich dazu passt. Leider ist dieser nicht so blickdicht. Schaut da echt drauf, dass ihr da was sucht, was blickdicht ist. So, ich habe mir jetzt hier 3 cm weggemessen, damit ich hier einmal umbiegen kann und dann nochmal. Dann ist es versäubert. Und hier kann ich dann Ösen oder sonstiges hinmachen für die Mitte. Und hier mache ich auch alles einfach größer und schneide es dann aus. Hier habe ich die Länge, die ich gemessen habe, plus ich glaube, ich habe jetzt 3-4 cm unten gemacht, damit ich auch hier noch umschlagen kann. Genau, und das schneide ich jetzt aus. Genau, und oben außenrum mache ich jetzt ca. so 1,5 cm und schau mal, ob ich dann hier auch nochmal so eine Verstärkung dazu nähe. Also quasi nochmal so ein Teil da drauf dann später. Dann schneide ich mir den Stoff aus. Hier habe ich schon mal einen fertig gemacht, um euch das besser zeigen zu können. Ich habe hier einen Beleg genäht, um die Druckknöpfe etwas zu stabilisieren. Den habe ich hier auch schon vorbereitet. Der ist ca. 4 cm breit und damit ist auch schon die Nahtzugabe mit eingegriffen. Den lege ich mir auf den Stoff und stecke ihn mit Klammern fest. Jetzt nähe ich das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe zusammen, verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Das heißt, du nähst ein paar Stiche vor und zurück, am Anfang und am Ende. Dann biege ich mir die Nahtzugabe auseinander und schneide mir die Rundungen ein. Dann forme ich mir die Kanten aus und biege mir danach die unversäuberten Kanten ca. 1 cm nach innen. Diese nähe ich mir ebenfalls fest. Verriegle auch hier den Nahtanfang und das Nahtende. Ich mache hier das Umbiegen nach Augenmaß, da es hier nicht so wichtig ist und es einfach schneller geht als mit Abstecken.
So sieht das dann fertig aus. Dann biege ich mir in der Mitte die noch nicht versäuberten Kanten erst 1 cm und dann nochmal 2 cm um und stecke sie mir fest. Dann nähe ich diese Kante knappkantig zusammen. Jetzt könntet ihr die untere Kante auf die gleiche Art versäubern. Da ich aber meinen Stoff nicht im Fadenlauf zugeschnitten habe, weil der Stoff sonst nicht gereicht hätte, habe ich unten eine Webkante. Das muss nicht versäubert werden. Ich empfehle euch aber, den Stoff im Fadenlauf auszuschneiden. Da fällt er besser. Ist natürlich jetzt bei einem Vorhang nicht so tragisch wie bei einem Kleidungsstück. Dann habe ich die Caravan-Knöpfe im Auto befestigt. Erst hatte ich irgendwo reingebohrt, aber leider hat das nicht gehalten und ich habe hier ein Mini-Loch. Deshalb habe ich dann nur ins Plastik gebohrt. Das heißt, ich hatte nicht so viele Druckknöpfe, wie ich wollte. Aber es funktioniert auch so. Deshalb habe ich auch den ersten Druckknopf im Vorhang falsch gesetzt und hier deshalb 2 Druckknöpfe nebeneinander. Das hat sich aber später als gut bewährt, denn sonst hätte ich in der Mitte keine Aufhängung für den weiteren Vorhang. Hier mache ich die Druckknöpfe für die andere Seite auf gleicher Höhe wie drüben und dann schraube ich mir diese einfach ins Plastik. Wenn alle Druckknöpfe im Auto sind, mache ich mit denen für den Vorhang weiter. Dazu halte ich mir den Stoff an den nächsten Druckknopf und ermittle so, wo dieser hin muss. Für die Druckknöpfe muss man erst ein Loch stanzen, dann das Teil durchstecken und das Gegenteil auf die andere Seite. Jetzt presse ich das mit dem mitgelieferten Werkzeug noch zusammen und schon ist es fertig. Das mache ich so mit allen Druckknöpfen. Aus den Resten mache ich jetzt noch ein Band zum Zusammenknoten des Vorhangs. Dafür schneide ich mir einfach einen langen Streifen aus. Das mache ich zweimal, einmal für jede Seite. Dann falte ich mir die kurzen Seiten ca. 1 cm um und nähe sie zusammen. Dann falte ich die langen Kanten auf beiden Seiten auch noch 1 cm um und dann nochmal zur Mitte und nähe auch hier das zusammen. Hier könnte man nochmal drüber bügen, dann ist das Band fertig. Und so binde ich es dann zusammen, wenn ich fahre. Zum Schluss mache ich noch die Mitte mit Druckknöpfen zusammen. Leider ist es etwas streng geworden. Etwas mehr Stoff in der Mitte wäre toll gewesen.
So sehen die Vorhänge fertig aus. Ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Schau dir gerne auch meine anderen Camper-Videos an und sonst sehen wir uns in einer Woche wieder. Tschüss!